Arte.tv. Die Nachrichten aus dem Irak sind seit Jahren die gleichen. Der Wiederaufbau geht nur schleppend voran und die Sicherheitslage ist nach wie vor extrem schlecht. Aber es gibt auch Hoffnungsvolles aus dem Irak zu berichten. Vor 3 Jahren kam der jungen Pianistin Sual Sultan die Idee zu einem nationalen Jugendorchester des Irak. Sie träumte von einem Orchester, in dem Musiker aus allen zerstrittenen Gruppen ihres Landes, Sunniten, Schiiten, Kurden, miteinander spielen. Und sie hat es tatsächlich geschafft, diesen Traum zu verwirklichen. Sommer im Norden des Irak. In der Stadt Erbil treffen sich zum 3. Mal junge Musiker aus allen Teilen des Landes, Araber und Kurden, um gemeinsam zu musizieren. Das National Youth Orchestra of Iraq bereitet sich auf den ersten großen Auftritt im Ausland vor, am 1. Oktober beim Beethovenfest in Bonn. Edinburgh in Schottland. Hier trifft Sual Sultan den Dirigenten Paul McAlinden. Eine dunkle Nacht, keine Elektrizität. Ich dachte nach und dann kam mir die Idee. Das nationale Jugendorchester des Irak. Ich war so aufgeregt und ich dachte, dass ich verrückt bin. Ich hatte keine Ahnung, wie man ein Orchester aufbaut. Ich war in Edinburgh beim Mittagessen, als da eine Zeitung auf dem Tisch liegt. Da gab es einen kleinen Artikel mit der Überschrift „Irakischer Teenager sucht Maestro für das Jugendorchester“. Der schottische Dirigent wurde zur treibenden Kraft. Es gab aber auch viele Widerstände gegen das Projekt. Es kann für die Kinder sehr gefährlich sein, zu Musikstunden zu kommen. Manchmal müssen sie mehr als 1 Stunde fahren, um einmal wöchentlich Musik zu spielen. Ich habe meine ganze Kindheit im Kriegsgebiet verbracht und konnte nicht an Musikstunden teilnehmen, so wie ich es mir gewünscht hätte. Besonders nach 2003, als der Irak besetzt wurde und viele Lehrer einfach das Land verließen, wurde eine ganze Generation von Kindern ohne Unterricht zurückgelassen. Es waren nur ein paar Lehrer und größtenteils Studenten, die sich selbst unterrichteten und den jüngeren Kindern halfen. Ich hatte nie einen Lehrer. Ich schaute im Internet nach Notenblättern, nach Noten für die Flöte. Ich übte monatelang an einem Stück, bis ich dann im Internet herausfand, dass alles falsch war. So musste ich wieder von vorne anfangen. Mein erster Cellolehrer war ein Violinist. Er sagte mir, dass er sich nicht mit dem Cello auskennt. Aber ich hatte keine Wahl. Ich lernte aus dem Fernsehen, wie man sitzt, den Bogen hält und Noten schreibt. Für sie war es unglaublich schwierig. Es war im Vergleich zum Westen unvorstellbar schwer, ein Instrument zu erlernen. Als es im Irak langsam wieder einen Internetzugang gab, konnten sie beginnen, sich Anleitungen zum Spiel eines Instruments herunterzuladen oder sich auf YouTube die Masterclasses anschauen. Aber das ist kein Ersatz für einen echten menschlichen Experten, der vor einem steht, der einen als ganze Person sieht und es versteht, wie man hilft, die eigenen musikalischen Fähigkeiten zu verbessern. Versuch mal. Mein Team kam in den Irak, um anzufangen, diese Probleme auf einem sehr grundlegenden Niveau anzugehen. Nein. Gut. Das Orchester zeigt der Welt, dass obwohl wir verschieden sind in Kultur, Sprache und Religion,
wir trotzdem zusammenkommen können, mit einem wunderschönen Ziel: Musik zu machen. Ist das Orchester ein Versöhnungsprozess oder ist es eine Musikorganisation? Natürlich ist es beides und beides geschieht zur gleichen Zeit. Eins bedingt das andere. Es gibt keine Religion, es gibt keinen Unterschied zwischen uns. Wir sind alle Musiker. Es ist für uns und für alle Iraker, nicht nur Musiker, sehr wichtig. Alle Iraker sollten auf dieses Orchester stolz sein. Und es war absolut, wie ich mir das Orchester vorgestellt hatte. Die Musiker können alle Barrieren überwinden und durch die Musik kommunizieren. Ich bin glücklich, dass das Orchester in diesem Jahr zum Beethoven-Fest fährt. Um zu zeigen, dass junge Leute im Irak noch Hoffnung für die Zukunft haben. Das Nationale Jugendorchester sorgt endlich für gute Nachrichten aus dem Irak.